Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ich bin auf der Adventure Nordside und laufe hier ein bisschen übers Gelände, beziehungsweise konnte ich gar nicht weit laufen, denn ich habe hier ein unfassbar schönes Fahrzeug gefunden vom Gregor. Es sieht aus, als wenn da jemand Ahnung hat, was er getan hat. Du hast da ein ganz, ganz tolles Fahrzeug gebaut, aber vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und warum ihr überhaupt so ein Fahrzeug gebaut habt. Ja, hallo, Gregor Kamps mein Name. Wir haben das Fahrzeug geplant, weil wir halt unsere Touren auf die Wintersaison verlegen wollten in den Süden und um damit halt eben frei am Strand stehen zu können, konnten das aber leider mit unserem Wohnmobil nicht, weil das weder geländetauglich war noch die Kapazitäten hatte an Wasser, Abwasser und so weiter. Daraufhin kam uns die Idee, ein autarkes Wohnmobil zu bauen, was einerseits geländegängig ist und zum anderen halt eben große Wasserkapazitäten hat. Wir haben jetzt hier 300 Liter Frischwasser an Bord, 230 Liter Abwasser und einen knapp 90 Liter Fäkalientank mit einer Trenntoilette angesetzt. Dann haben wir 400 Ampere-Stunden Lithium-Batterie dabei, haben im Prinzip große Möglichkeiten oder lange Möglichkeiten freizustehen. Und das haben wir uns verwirklicht, ja, und sind jetzt gerade fertig damit und stellen jetzt hier mal vor. Ihr seid eigentlich Profis auch schon im Campen gewesen und habt halt nur gesagt, ihr braucht die Möglichkeit, auch mal ein bisschen in die Wildnis fahren zu können. Ganz genau. Wir wollten jetzt ein bisschen weiter raus halt eben und den normalen Weg verlassen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und wollen längere Reisen machen in die Gebiete, wo die Möglichkeit des Freistehens vielleicht noch besser möglich sind. Als jetzt hier in der Gegend ist er mittlerweile immer mehr eingeschränkt. Ja, dafür haben wir uns den Wagen gebaut und machen uns jetzt auf den Weg. Ja, wir haben ja auch schon ein bisschen kurz drüber gesprochen. Wir waren ja auch ein Jahr unterwegs. Island steht bei euch auch noch auf dem Programm, da wollt ihr auch noch hin. Also ja, ist natürlich ein fantastisches Fahrzeug dafür. Und ich drehe mal ganz kurz die Kamera, damit man überhaupt sieht, worüber ich hier spreche. Und vorhin habe ich auch gelauscht. Man kann das ruhig sagen, du hast wirklich an diesem Fahrzeug alles selber gemacht. Also auch die Kabine. Ja, wir haben uns die Platten machen lassen. Man kann die Platten im Prinzip in der Dicke und Güte bestellen, wie man sie haben möchte. Das war zu Corona-Zeiten, da waren die Lieferzeiten recht lang, hatten aber dann trotzdem nach 3 Monaten die Möglichkeit, die Platten zu bekommen. Ja, und dann haben wir angefangen, den Zuschnitt zu machen, die Kabine zu bauen, Fenster, Klappen etc. Ja. Und es sieht richtig, richtig professionell aus. Du hast ja hier richtig auch dänische Holzrahmenfenster verwendet. Ja, das war so, ich habe mich auf die Suche gemacht also ich bin Schreiner vom Beruf und wollte Beschläge haben für dänische Fenster, die klassisch nach außen zu öffnen sind und wollte die Fenster und Türen eigentlich selber machen. Habe dann aber festgestellt, dass die fertigen Fenster, ja, ich sag mal vom Preis her unschlagbar günstig waren, dass ich die Klappen und Fenster halt eben dann fertig bestellt habe und dann vergütet habe. Das sind jetzt Holz-Alu-Fenster, mit denen ich dann, also das ist im Prinzip auch so ein Fenster, was dann gefüllt wurde und mit GFK außen und innen halt eben eine Hartschaumplatte gefüllt wurde. Ja. Der ganze Rahmen, den du hier hast, das ist auch so ein klassischer Holzrahmen dann? Welchen Rahmen meinst du jetzt? Also der Rahmen von deinem... Nee, das ist alles nur GFK. Das ist GFK in der Stufenfalz im Prinzip komplett aufeinander geklebt. Dann innen und außen grundsätzlich immer mit einem GFK-Winkel. An diesen Ecken halt eben verstärkt mit einem passend gebogenen Alublech. Ah, okay. Das grundsätzlich innen und außen an allen Nähten im Gegenzugwinkel angeklebt ist. Verstehe. Jetzt erklärt sich auch für mich, warum du vorhin gesagt hattest, dass da die Tischlerwerkstatt oder selber das Tischlerhandwerk nicht so viel gebracht hat, weil gerade bei der Kabine es eher in einem Bereich ist, nicht so die klassische Tischlerarbeit. Nee. Also vor allen Dingen geht es in die Richtung, dass alles nur geklebt wird. Das war für mich jetzt auch Neuland. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, wie stabil das alles ist. Ne? Wir haben selbst die Airline-Schienen hinten, die sind nur geklebt. Ja. Da stehen dann demnächst 2 E-Bikes drauf, die ja doch ihr Gewicht mitbringen. Wozu auch dieser Galgen oben und der Flaschenzug gedacht ist. Ne? Und von der Planung kann man das ungefähr sagen, wie lange hast du so gebraucht, um so ein Fahrzeug so zu planen?
Oder ist das Ja, ich immer habe so ein bisschen im Prozess ungefähr entstanden? 3 Monate Tag und Nacht drüber nachgedacht und dann war der Plan so ganz grob fertig. Okay. Okay, und wie oft hast du den Plan denn noch geändert während des Bauens? Ich habe einmal gezeichnet und kurz vor Beginn habe ich nochmal neu gezeichnet und habe den ganzen Wagen nochmal 10 cm schmaler gebaut Ja. und dann nicht mehr geändert. Okay. Großartig. Und du hattest natürlich auch den Platz, um das so zu bauen? Ja, das haben wir in der Scheune gebaut. Ne? Und irgendwann ist der Wagen zu groß, dann muss er natürlich raus. Aber wenn die Kabine geschlossen ist, ist das ja auch kein Problem. Ja. Und die Basis unten, die hattest du so bestellt dann? Also das Fahrzeug? Wir haben einen Sprinter, einen Allrad-Sprinter-Fahrgestell bestellt. Ja. Den haben wir dann Anfang des Jahres bekommen. Nee, 24. Dezember letzten Jahres haben wir den bekommen. Und dann kam eben der Moment, dass alles zusammengefügt wurde. Dann haben wir die Rückwand von dem Sprinter rausgeflext. Und im Prinzip ist da der Durchgang auch zur Kabine dann halt eben letztendlich. Ne? Kann man gleich von innen besser sehen. Ja. Und hier unten diese ganzen Metallklappen und so weiter und so fort, das hast du auch alles noch gebaut? Ja, das ist unsere Außenküche. Das war uns auch so ein bisschen Tomatensauce von gestern drauf. Dann sieht man zumindest, dass sie auch funktioniert. Sehr gut. Das war uns auch ein Wunsch, halt eben nicht unbedingt immer alles drin kochen zu müssen. Dafür habe ich aber jetzt noch eine kleine Gasflasche mit 50 Milliampere hier drin, weil über den fest 40 Liter Gastank, den wir drunter haben, kommen wir nur auf 30 Millibar und da kann man den Grill eben so mit so einer Leistung nicht bedienen. Deswegen haben wir die Flasche noch mal extra dazu genommen. Ah, okay. Ja, großartig. Somit kann man den Grill natürlich auch jederzeit und schnell wieder zusammenbauen. Ja, das ist sehr schön einfach. Ne? Man braucht ihn ja nicht jedes Mal sauber zu machen, den schiebst du rein und dann ist er weg. Ne? Ja. Und wenn du dann zu Hause bist oder wenn es dann nötig wird, machst du mal sauber. Ne? Großartig. Und hier hinter der Klappe? Das sind eigentlich nur Staufächer, wo alles Mögliche drin zu verstauen ist. Auf Ja. der anderen Seite haben wir da noch den Ablass vom Frischwassertank. Der müsste auch noch isoliert werden für unsere Norwegen-Tour. Kann man hier sehen, hier haben wir unseren Ablass im Prinzip, da kann ich den Frischwassertank ablassen. Großartig, ja. Sieht alles sehr, sehr professionell aus, muss ich sagen. Also als wenn das dein Hauptgeschäft ist. Nein, Ja, weil du hattest gesagt, das ist eigentlich dein erstes Auto, was du so gebaut hast. das ist mein erster Wagen. Ja, ja, hier die große Klappe, können wir auch noch gucken. Ja, da packen wir halt eben Stühle und all solche Sachen rein. Und von der Bauzeit, da war ich ja auch, also ich konnte es gar nicht glauben, du hast gesagt, du hast für das Fahrzeug ein Jahr gebraucht. Ja, man kann das jetzt nicht komplett auf den Tag genau sagen, aber ich habe zwischendurch auch mal ein Päuschen gemacht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, circa ein Jahr. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe für meinen Busausbau ja 2 Jahre gebraucht, aber das ist wohl dann ein anderes Thema. Ja, die Klappe können wir auch noch mal öffnen. Das ist im Prinzip der gleiche Kofferraum wie auf der anderen Seite. So, da haben Perfekt. wir- Oha, ja, richtig viel Fläche nochmal um. Das ist noch ganz interessant hier. Hier habe ich eine Skischuhheizung vorbereitet. Die haben wir auch im Frühjahr schon einmal ausprobiert. Kannst du mal gucken da. Also da kann ich im Prinzip von innen die Heizung zuschalten. Und da haben wir die Skischuhe stehen und die einzelnen Schläuche kommen dann in die Schuhe rein. Und morgens sind die schön warm und trocken. Mitgedacht. Besser ist das. Sehr gut. Ja. Ja, hier oben halt eben so ein paar Körbchen für alles Mögliche. Geplant ist jetzt noch, dass hier auf diese Türen machen wir noch kleine
Schränkchen, wo dann so Werkzeug und solche Sachen halt eben fest eingebaut werden. Und wie bist du mit dem Fahrzeug, mit dem Gewicht hingekommen? Ja, das größte Problem überhaupt, das Gewicht einzuhalten. Wir, also 4,1 Tonnen Sprinter. Wir haben jetzt, wenn wir am Montag weiterfahren, haben wir einen Termin zur Auflastung. Und zwar auf 4,7 Tonnen. Und dann haben wir im Prinzip eine Zuladung von 700 Kilo. Und damit kommen wir einfach dicke hin. Okay. Also wir fahren natürlich nicht mit 300 Liter Wasser an Bord los, aber mit 700 Kilo, das reicht uns dicke. Und wir wollten ja eben so leicht wie möglich unterwegs sein, haben deswegen auch den 4,1 Tonnen gewählt. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben sehr viel dafür getan. Also zum Beispiel die ganzen Möbelplatten habe ich selber gemacht mit einer PP-Wabe von innen. Kann ich gleich mal zeigen. Das ist ein ganz leichten Platzhalter im Prinzip nur. Aber das hat echt viel Kilo gespart halt, ne? Ja, es ist egal, welche Fahrzeugkategorie. Gewicht ist immer ein Thema, muss man sagen. Absolut, ja. Ja. Das ist der größte Feind, ne? Absolut. Ja, sehr schön. Ich finde auch die Farbe sehr, sehr gelungen. Ja, RAL 7003 ist das. Finde ich auch sehr schön, muss ich Ja. sagen. Es ist natürlich auch ein schöner Farbton, um jetzt wirklich auch mal im Freien stehen zu können und nicht unbedingt gleich Sofort aufzufallen. entdeckt zu werden, ja. Genau, sehr schön. Ja, wenn ich von hier jetzt nach oben gucke, dann sehe ich da auch noch eine sehr, sehr große Dachöffnung. Oder beziehungsweise zwei sogar, ne? Oder Und 3 sind das. drei also sogar. Zwei Ja, große die eine und kann ich gar nicht. Ja. Hebt mal die Kamera ein bisschen hoch. Hast du oben auf dem Dach auch noch Solar? ja, da sind zweimal 200 Watt Solarpaneele drauf. Die können wir auch aufstellen, also weil wir für unsere Wintertouren halt eben gedacht haben, dass es vonnöten sein kann, dass die nur noch 30 Grad zu stellen sind. Ja. Was jetzt hier allerdings ja bei dem Wetter nicht möglich ist, nicht nötig ist. Das stimmt, ja, da war ich auch ein bisschen schockiert. Je weiter man in den Norden kommt, desto weniger kommt über die Solarflächen rein. Also, Ja, hätte ich nicht aber, gedacht, also auf Island sind wir gen Null gewesen. Tatsächlich? Ja, das war, Also wir haben das mal ausprobiert, ob die Leistung, die jetzt im Prinzip bei einer liegenden Solarpaneele, als wenn wir die aufstellen gegen die Sonne, also wenn wir halt eben Richtung Süden stehen, das ist fast eine Verdopplung der Leistung. Jetzt kann man natürlich nicht über den ganzen Tag verteilt sagen, aber es bringt schon eine Menge halt, Ja, ne? Wir ja. probieren es aus, wir werden es dann sehen. Ne? ja, sehr gut. Also das klingt überhaupt nicht so, als wenn es dein erstes Auto ist. Ist es aber. Ja, da ist ja so viel mitgedacht. Also gut, man hört halt raus, dass ihr euch mit Camping auskennt. Definitiv. Ja, aber ich denke mal, heutzutage kann man sich ja via Internet echt gut informieren. Ne? Also man kann echt von Erfahrungen anderer lernen. Ne? Und das haben wir halt gemacht. Ne? Ja, okay. Sehr schön. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es innen aussieht. Ja, gucken wir mal rein. Ich gehe mal vor. Alles aufgeräumt. Das Erste, was einem ausfällt, ist ja hier gleich dieser sehr ungewöhnliche Boden. Ihr habt die Blumenwiese mit ins Auto geholt. Ja, wir haben lange überlegt, was wir auf so einer kleinen Fläche für einen Boden machen können. Und dann kam ein Kumpel vorbei, der meinte, er hätte gerade mit der Hand gemähtes Heu bei sich liegen. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir daraus einen Boden, weil das ja von der Optik her halt eben auch eine schöne Wärme gibt. Haben dann noch Kornblumenblüten und Rosenblüten dazu geholt und das Ganze in Epoxidharz gegossen. Ist noch nicht die Endlösung, der glänzt uns noch ein bisschen zu sehr, aber den werde ich jetzt noch schleifen, den Boden. Und dass er ein bisschen seidiger wird, also nicht so ganz hochglänzend wird. Aber grundsätzlich sind wir da sehr mit zufrieden. Ich finde es unfassbar. Ich bin ja Innenarchitekt und ich muss auch sagen, was die Farbauswahl angeht, was die ganze Materialität angeht, es gefällt mir richtig gut. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich so könnte wie du. Schön. Es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Tolles Fahrzeug. Hinten habt ihr dann ein großes Bett. Und was natürlich definitiv bestechend ist, ist hier die Lichtsituation durch diese riesengroßen Dachfenster mit garantiertem Sterneblick. Ja, das war uns sehr wichtig. Wir haben auch vor, unsere Nordtour zu machen und Polarlichter zu sehen. Und da kam die Idee her, aber grundsätzlich haben wir es natürlich schon gerne hell.
Da wir an der Seite halt eben nur beschränkt Möglichkeiten haben, Fenster zu machen, haben wir die großen Dachfenster noch gewählt. Ja, sehr schön. Und es ist natürlich auch super fürs Klima. Ne? Man merkt jetzt hier schon, obwohl draußen nicht viel Wind ist, aber es ist hier ein kleiner Luftzug drin. Also viel Fläche, um hier auch Luft reinzubekommen. Und ich mag ja auch total gerne diese dänischen Fenster, die nach außen aufgehen. Ne? Und ihr habt ja hier halt nicht nur so ein klassisches Campingfenster, sondern ein richtiges Fenster. Ja, das macht viel von der Atmosphäre aus. Allein der Holzrahmen, auch abends bei Beleuchtung oder so, das ist ein schönes Licht einfach, was da wieder gespiegelt wird. Ja, und höchstwahrscheinlich, ich gehe da ganz schwer von aus, natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft, wenn ihr in kälteren Regionen unterwegs seid, weil ihr halt richtige, ordentliche Fensterflächen habt. Die Kältebrücke ist weg. Und das ist ja immer das größte Problem bei den Campern, dass wir irgendwo Kältebrücken haben und dass dann da die Wassersäulen runterfließen. Ja. Das haben wir jetzt in dem Fall halt nicht mehr. Ne? Toll. Innen habt ihr hier auch jetzt einen Gasherd. Hattest du schon gesagt, wie viel Gas ihr dann... Wir haben fest verbauten Gastank, 40 Liter. Der ist unten unterm Fahrzeug untergebaut. Ja. Der ist allerdings nur für den Backofen und für das Ceranfeld. Also draußen der Grill wird mit der 50 Millibar Gasflasche betrieben. Ja. Ja, hier ist unsere Küche. Da haben wir halt eben, was auch mal total viel ausmacht, dass man alles irgendwie versucht zu ordnen, alles mit einer gewissen Ordnung in den Schubladen. Das macht das Leben einfach wesentlich einfacher. Ja, man sieht Nur eindeutig, hier oben auch wo du herkommst. Also toll. Ja, auch mit der Unterteilung gefällt mir Ja, das richtig macht gut. total viel aus. Wir haben wenig Absolut. Platz und den müssen wir halt gut nutzen. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Nee, toll. Und ein Backofen. Große Spüle habt ihr hier auch verbaut. Ja, muss ich auch sagen, die Sachen, die uns wichtig waren, da haben wir dann auch nicht am Gewicht gespart. Das ist also eine relativ schwere Edelstahlspüle. Ja. Aber dafür ist die auch stabil und groß und hat einen gescheiten Siebeinsatz. Hier der Mülleimer darunter. Das ist auch immer ein Thema, ne? Also Ja, ist immer ein Thema, aber viele Leute vergessen Müll und sagen immer, ich bin halt autark unterwegs. Aber man ist, ich würde sagen, fast sogar am ehesten limitiert durch den Müll, weil sich irgendwann so viel Müll anhäuft. Und überall liegen die Tütchen rum mit Müll hier und Müll da. Und Ja. ich denke, wenn man einfach vorbereitet, dass man das gut entsorgen kann, Ja, hat man es da einfach einfacher. sehr gut, ja. Jetzt ist das hier im Prinzip unser Schuhschrank. Und hier haben wir einen Wäscheabwurf gemacht und der landet die Wäsche halt eben, die schmutzige Wäsche gleich da im Kofferraum in einem Korb. Können wir ja. von außen nochmal gucken. Sehr schön, genau. Und unten habt ihr noch mal ein bisschen Staufläche für Getränke. Ja. Ja. Ja, hier haben wir noch eine Bank, die ist noch zum Ausziehen. Kann ich mal kurz... Ihr könnt also noch jemanden einladen. Nee, das haben wir eigentlich mehr gemacht. Wir haben noch da einen Fernseher installiert. Ah, okay. Und Ja. wenn wir so. Darf ich vielleicht mal fragen, was eure Tischlerei oder deine Tischlerei im Vorfeld dann, was waren so eure Kunden? Was habt ihr so im Vorfeld gemacht? Wir haben fast ausschließlich Massivholzmöbel gemacht für Privatkunden. Ah, okay. Das war somit ja, fast ausschließlich. Ja, weil nach wie vor, ich bin immer noch extrem begeistert, wie sehr du mitgedacht hast. Hier diese ganzen Lösungen, auf die man eigentlich erst kommt, wenn es zu spät ist. Wenn man denkt, ach guck mal, jetzt
gucken wir hier beide auf dem Fernseher. Es wäre ja eigentlich ganz schön gewesen, wenn wir da auch nochmal eine ordentliche Sitzfläche gehabt hätten. Ja, das ist ja der Clou von einem klugen Plan halt eben, den man in der Regel eigentlich vorher macht. Ne? Oder das stimmt, aber allerdings, wenn man es noch nie geplant hat, dann ist es natürlich... Und du hattest ja gesagt, naja, man kann ja auch vieles im Internet sehen und abgucken, aber ich muss jetzt sagen, hier sind auch so viele Lösungen bei, die ich so auch noch nie gesehen habe. Ja, aber man kommt ja irgendwie auf die Lösung. Vor allen Dingen, also ich mache es immer so, ich gehe in Gedanken immer das noch nicht gebaute Fahrzeug oder Teil gehe ich durch. Also dann versuche ich einfach das Teil in Gedanken zu beleben und dann stoße ich einfach an diese Momente, wo ich dann halt irgendwas wegschmeißen will und dann komme ich drauf, Mülleimer zu installieren oder eben andere Sachen. Okay. Hier ist unsere... Habt ihr hier dann abends noch Kinoprogramm? Genau. Sehr schön. Gefällt mir auch schon wieder sehr, sehr gut. Auch schon wieder hier genau sortiert, dass nichts klappert und rumfliegt. Eure Gläser hier, dann noch Planungsunterlagen und hier ist deine kleine Schaltzentrale. Hier ist im Prinzip die ganz normale Bedienfeld halt für Wasserstandsanzeigen, für Batterielade, Aufbaubatterie, Frischwasser und hier haben wir Fäkalientank und Abwasser. Das ist hier unsere Truma D6, also Dieselheizung. Das sind unsere beiden Kugelhahnventile, die von hier aus, also das ist im Prinzip der Fäkalientank und das ist der Grauwassertank, der elektrisch halt eben zu öffnen und zu schließen sind. Und das sind gleich Silikonheizungen, die ich um diese Ventile gelegt habe, weil wir haben ja vor, eben in kältere Regionen zu fahren und hatte gedacht, dass eventuell die Ventile zufrieren könnten. Dann ist der Plan halt so, die 10 Minuten vorher kurz laufen zu lassen und dann zu öffnen. Das ist noch unsere Gasfüllstandsanzeige. Ja. Allein das finde ich ja auch schon wieder ein Highlight, dass du nicht erst nach draußen musst und da irgendwo deinen Grauwassertank entleeren musst, sondern dass du innen einen Schalter hast. Aber das ist eben die Erfahrung daraus, wenn man regelmäßig zu Entsorgungsstationen gekommen ist. Und das war dann für mich immer, weil nicht alle Leute gleich sauber sind und man tritt da in Sachen rein, wo man gar nicht reintreten möchte. Ja, absolut, absolut. Also wirklich auch schon wieder ein Punkt. Definitiv fantastisch mitgedacht. Sag mal, jetzt waren wir hier kurz in der Küche und du hast das jetzt alles schon so aufgebaut. Einen Kühlschrank habe ich jetzt hier so nicht gesehen. Ah, alles klar. Dann drehe ich mich einfach mal und du dich auch. Dann habt ihr da oben euren Kühlschrank verbaut, was natürlich auch großartig ist, weil ich sehe alles. Ich kann hier aus dem Stand perfekt an den Kühlschrank ran. Ja, und den muss man nicht mal bücken, ne? Ja, genau. Und gerade natürlich in einem kleinen Mobil ist das natürlich ja auch immer ein Thema, dass man sich ein bisschen vielleicht mal im Wege steht. Und wenn man sich dann beugen muss, dann ist das natürlich auch nicht ganz so einfach. Dann hast du da drunter noch sehr viel Staufläche verbaut. Ja, das ist unsere Beauty-Schublade. Auch schon wieder großartig mit den Unterteilungen. Ich muss ja jetzt auch nicht jedes Detail von euch sehen, aber genau, aber hier ist im Prinzip unser Garderobenschrank, der ist relativ klein geworden, hatten aber leider nicht mehr Platz. Unten drin ist, ich würde das mal eben zur Seite. Na, ich nehme das mal raus. Da ist unsere Elektrozentrale. Da haben wir 2 Lithium-Batterien, A200 Ampere-Stunden. Da hinten ist der Ladebooster. Und dann haben wir noch einen 1500 Watt Wechselrichter mit eingebaut, weil wir vorhaben, uns E-Bikes zu kaufen und wollten halt eben auch über den Wagen dann die Batterien der E-Bikes laden. Da kann ich im Prinzip das ausklappen. Da ist auch nur einer von den Sicherungsklassen. Das hat ein sehr lieber Freund, der Christoph Huber, gebaut. Mit sehr viel Liebe zum Detail, wie man sieht. Ja. Die elektrische Einrichtung. Ja, und wirklich in der Tat mitgedacht, dass man überall halt relativ gut rankommt. Ich muss mal doof fragen, ne? Jetzt steht ja auf diesem Kühlschrank hier Dometic andersrum. Habt ihr den Kühlschrank gedreht? Ja, das war mir irgendwie, also den Kühlschrank nicht, ich habe die Tür gedreht. Das ist, glaube ich, nicht möglich, aber sonst hätten wir die Griffleiste hier oben gehabt. Ja.
Und das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ne? Hab das hier ein bisschen umgebaut an einem Kühlschrank. Das haben wir hier halt eben so eine kleine Lade noch. Hier werde ich noch ein anderes Fach mit einsetzen, dass wir das noch mitnutzen können. Aber so ist das gut zu nutzen halt. Ne? Ja, sehr schön. Definitiv. Und du hattest draußen gesagt, du hast auch was mit den Platten selber gemacht. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Vollholzplatte? Nee, wir wollten gerne eine Massivholzoberfläche im Fahrzeug haben, die wir natürlich nicht durchgehend machen können, weil sie halt eben auch nicht gerade bleiben würde. Wir haben eine PP-Wabe als Kern genommen, kann ich mal kurz zeigen. Aber du bist vorbereitet. Nee, das ist unsere Luftklappe hinten noch. Also das ist im Prinzip der Kern dieser Möbelplatten, die dann beidseitig mit 3 mm Pappel, Sperrholz und einer massiven Lärchenholzplatte belegt sind. Und die Lärchenholzplatten habe ich dann wiederum runtergeschliffen bis auf 2 mm, bleiben aber verblüffenderweise gerade hier bei diesen klimatischen Verhältnissen, wo sich die Kabine ja in der Sonne stehend doch sehr, sehr aufheizt. Wundert mich ehrlich gesagt selber, dass die Türen alle so gerade geblieben sind. Aber die sind im Prinzip geölt und wir haben die massive Oberfläche im Fahrzeug, was wir als sehr angenehm empfinden halten. Definitiv. Also es macht ein wundervolles Raumklima. Sehr schön lichtdurchflutet. Mir gefällt es richtig gut. Auch die Farbgebung hier der Sitzbezüge gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist wirklich toll. Das ist ein bisschen skandinavischer Style. So ein bisschen hell, Holz, bisschen Naturfarbe reingebracht. Also Ja, ich denke, wenn man aus so einem engen Raum lebt, muss man jedes Detail ausnutzen halten. Da ist jedes Detail wichtig und die Oberflächen von Wand, Decke und Möbel erst recht. Ne? ja, definitiv. Und jetzt bist du ja schon einmal ganz kurz durch diese Badezimmer. marschiert und jeder fragt sich natürlich, was ist denn hinter der Tür? Hier ist das Badezimmer. Geh mal hier. Hallo. Also da haben wir im Prinzip unseren Duschrost, unser Multifunktionsraum. Das ist einmal der Durchgang nach vorne zum Fahrzeug. Ja. Zum anderen unsere Toilette, unser Badezimmer, als auch das Waschbecken. Das können wir hier aussetzen. Okay. Das sieht ja auch schon wieder so aus, als wenn du da ein bisschen kreativ gewesen bist beim Waschbecken. Ja, es gibt ja diese Klappwaschbecken in Kunststoff zu kaufen. Die waren uns natürlich ein bisschen zu wackelig. Da haben wir das selber gemacht. Das ist mit Korian belegt, 3 mm Korian. Und dann ist hier im Prinzip das Wasser läuft über eine Kante hier runter und dann hier in der Rinne rein. Die Rinne ist wiederum angeschlossen an einen Siphon und der geht wiederum in einen Abwassertank. Kann dann diesen Kran halt ausschwenken und läuft halt. Die Idee, die kam mir im Skiurlaub. Da war ich auf einer Toilette in einer Bar und da war genau diese Möglichkeit mit so einer Ablaufrinne. Und da kam die Idee halt, so zu machen. Ja, und dann haben wir jetzt 2 Magneten eingesetzt. So wird es gehalten. Drunter ist noch eine Tür für unseren Duschvorhang. Das ist im Prinzip so ein schmaler Duschvorhang, der mit 2 Druckknöpfen hier angesetzt wird. Dann habe ich hier meine Dusche mit Armatur. So brauche ich nicht jedes Mal alles zu putzen, ist aber auch nicht schlimm. Das ist alles wasserfest, also das würde jetzt nicht keinen Abbruch tun. Hier ist unsere Toilette, eine Trenntoilette. Großartig. Hat ja extrem viele Vorteile, auch wenn bestimmt einige sagen werden, ach naja, da muss ich ja immer sehen, was ich da nun auf dem... Nee, also für uns ist das einer der besten Veränderungen zum letzten Wowi, wo wir eine Kassette hatten halt eben.
Also wie gesagt, die Flüssigkeiten gehen halt in den Fäkalientank direkt, da kriege ich gar nichts von mit. Die Ja. können wir dann per Knopfdruck ablassen. Ich habe hier meine Sprühdose mit Essigreiniger, die wir halt eben hinterher sprühen. Dann habe ich meine Späne hier da drin. Großartig, auch das hat alles bei dir einen Platz bekommen. Toilettenpapier und weitere Sachen sind in der anderen Schublade, die ich beide halt eben auch greifbar habe. Ja. Ja, ich glaube, wer wirklich autark unterwegs sein will, der kommt auch an einer Trockentrenntoilette nicht vorbei. Weil es ist Absolut. halt einfach und man muss sich um nichts oder nicht viel Gedanken machen. Dein Urintank, der ist dann auch unterm Auto? Der ist unter der Dusche hier. Also der ist im Fahrzeug eingelassen. Ja. Wir haben zwischen der Kabine und dem Fahrzeug haben wir einen 100 mm Rahmen gemacht, so dass der Abwassertank und der Urintank halt eben in den Rahmen reingeht und in die 100 mm noch. Und somit kommen wir auf diese Kapazitäten halt. Ne? Und Und ich habe draußen größere Stauklappen. Ich komme natürlich auch höher mit dem ganzen Fahrzeug, okay, aber grundsätzlich habe ich meine Stauklappen halt eben zur Verfügung, dass ich da auch was machen kann. Auch, ne? wie groß ist denn dein Urintank? 85 Liter. Oh, okay. Ja, das ist Gut, ordentlich. es war möglich und dann haben wir es so gemacht. Ne? Ja, Also, definitiv. ja. Gut, da muss man sich wirklich lange Zeit keine Gedanken machen. Das Nein, ich denke, dass wir 10 Tage mit 2 Leuten gut zurechtkommen. Ja, Mit 300 Liter Wasser, denke ich schon. Ne? perfekt. Hier haben wir noch eine Bayernluft eingebaut, weil die Kabine als solches so dicht ist, dass wir irgendwo eine Zuluft haben müssen. Und die können wir dadurch halt eben sehr gut steuern. Die Bayernluft ist eben mit einem Wärmetauscher bzw. einer Wärmerückgewinnung. Und die kann man hier noch in der Intensität einstellen. Oder eben, wenn es nötig ist, vorher machen. Und auch das hast du im Vorfeld schon mit eingeplant? Ja, natürlich, sonst wäre es schlecht nachzubauen. Ne? Nee, klar. Aber also ich bin wirklich überwältigt, wie viele geniale Ideen hier drin sind, an wie viel du gedacht hast. Man kann sich nicht vorstellen, dass es dein erstes Auto ist, weil, ja, also ich bin begeistert. Wirklich toll geworden. Schön. Von allem. Material, Raumgefühl, großartig. Kannst du ungefähr sagen, was du so investiert hast für so ein Auto? Das Fahrgestell kam ungefähr auf 60.000 € und die Kabine mit Fahrgestellveränderungen, sprich Felgenauflastung und solche Sachen auf ca. 80.000. Also ich denke, dass wir irgendwo 140.000, 145.000, genau kann ich das nicht sagen, aber zurechtkommen werden. Super. Was ist eure nächste geplante Tour? Wo wollt ihr hin? Wir fahren jetzt erst noch kurz nach Tirol für eine Woche, nach Südtirol, da ist zum Kalterpop-Festival und anschließend fahren wir dann nach Spanien, Portugal. Im Januar geht es dann zum Nordkap, wie gesagt. Ja, und dann schauen wir mal. Großartig. Super schönes Auto. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde am liebsten mit euch mitfahren. Viel Spaß, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank. Danke. Sie sind der Erbauer sozusagen. Ja, ich bin der Erbauer, genau. Ganz, ganz toll. Auch so mit diesen Ohren. Da stehe ich ja so total drauf. Auf Holz und dann auch noch rund, ne? Ja, das verstehe ich nicht. Ne? Dass bei vielen Wohnmobilen hier eine Ecke ist, Ja, ne? Wo genau. immer so klein ist. Ne? Und jetzt bin ich natürlich recht groß, Ja. weil ich mir schon mal schnell den Kopf stoße. Ne? Aber dass man das nicht ein bisschen ergonomischer gestaltet. Ich Ne? auch. Das ist ganz, ganz schön. Absolut. Vielen Dank für den Blick. Den Ja, nichts zu danken. Ja, der war auch eine Sache von ein bisschen Müll. Hi, Boy. Ja.